Freunde, was soll ich sagen? Heute gibt es mal wieder eine Unterwasserfolge. Ja, die einen werden es lieben, die anderen werden es hassen. Es tut mir leid, aber ich habe es mal wieder verschissen. Meine Aufnahme war schon wieder gemutet, ja, und deswegen ist leider oder zum Glück vielleicht auch nur die Webcam-Audio zu hören. Das heißt, meine Mikrofonqualität, so wie ihr es jetzt hört, wird nicht vorhanden sein, sondern nur die Audioaufnahme der Webcam und die ist natürlich unter aller Kanone wie Magazine und deswegen, ja, tut es mir leid, dass ihr wieder eine Unterwasserfolge hören müsst, aber ja, ich kann es nicht ändern. Sorry, tut mir leid, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ich weiß nicht, wie oft mir dieser Scheißfehler noch passieren soll, aber gut, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und ja, bis dann. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn die Alu habe ich noch nicht durchgespielt heute und es sind nur noch knappe 5 Minuten, bis ein neuer Tag beginnt. Wir haben es jetzt heute Sonntag und morgen ist das Fünffach-Event vorbei und ihr seht es bereits im Inventar. Ich habe übelst Glück gehabt. Ich habe in einer Quest tatsächlich den Herzchenstab gefunden, ja. Unglaublich krass. Ich habe den eben gerade aus einer Quest bekommen. Und jetzt sage ich euch mal, was noch viel krasser ist, weil die Waffe ist zwar eine Dreier-Stats-Waffe, ist zwar okay, Eisschaden gut, ja, ist nicht so nice, 15%, Spanne ist vielleicht auch nicht so nice, ne? Und jetzt, pass mal auf, was jetzt passiert ist so, ne? Wie gesagt, die hatte ich gerade aus einer Quest bekommen, bin jetzt gerade dabei gewesen, meine Alu durchzuquesten, durchzuskippen mit den Sanduhren, weil wie gesagt, ich muss mich beeilen, ist gleich fertig. Und jetzt passt mal auf, was ich jetzt hier in der nächsten Quest habe. Es ist ungefähr so 2, 3 Quests her, dass ich hier diesen Herzchenstab gefunden habe. Und jetzt nach 2, 3 Quests später, boom, die nächste Epic-Waffe und dann auch noch die goldene Krücke. Und muss mal jetzt auf die Stats schauen, weil die Stats habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Auf jeden Fall nehmen wir das Ding mal mit, weil, Alter, das ist unglaublich krass. Ja, das sind Free Kristalle und vor allen Dingen das Glück, in so kurzer Zeit 2 Waffen, ey, ihr müsst euch mal reinziehen, Waffen sind, finde ich, weiß ich nicht, so selten. Und wir schauen uns jetzt mal an, was das Teil hier für uns bereitet. Ich bin mal gespannt. Goldene Krücke, einer meiner Lieblingswaffen neben dem Flasher für die Magier. Oh mein Gott, Alter. Holy shit, schnell mitnehmen. Alter, jetzt muss ich aber ganz schnell ich muss kurz meine Alu hier fertig machen, weil es ist wirklich nämlich gleich Alu Reset. Und deswegen, wir gucken uns das Ding gleich genauer an. Aber, Digga. Alter, ich habe gesehen, was war das? Eine 4,8er Spanne irgendwie? Eine richtig kranke Spanne. Und alleine das Glück, dass wir jetzt irgendwie 2 Epic-Waffen hintereinander gefunden haben. Ich wollte schon beim Herzchenstab eigentlich anfangen aufzunehmen, weil Herzchenstab in der Quest finden ist schon ziemlich nice, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wo ich die goldene Krücke gesehen habe in der Quest, holy shit, jetzt musst du die Aufnahme anschmeißen, Alter. Ja, und wir skippen jetzt noch kurz den Rest hier noch durch, bevor nachher ein neuer Tag anbricht, ja. Nein, oh, ich habe die Quest noch nicht angenommen zum Glück hier. Also das ist hier, ich habe hier ziemlich Inventarprobleme, ja. So viele Ressourcen, wie man hier findet. So, das schnell zerlegen, hier das, so, aber das sollten wir noch safe hinkriegen. Alter, das ist fett, Alter. Beides in Quest gefunden und das, ja, keine Ahnung, innerhalb von 20 Alu irgendwie 2 Epic-Waffen, Alter. Holy shit. Das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit, ja, bin ich ziemlich lucky unterwegs irgendwie, ja, keine Ahnung. Und ziemlich krass. Vorhin habe ich gerade, weil ich hatte ja gestern noch nachgefragt gehabt, wie es aussieht mit den Sanduhren. Wenn man 5 Stück hat, ja, und man bekommt tatsächlich 125 Sanduhren, wenn man 5-mal die Sanduhren würfelt, was ziemlich krass ist. Jetzt lohnt sich das noch mehr, auf Sanduhren zu gehen, beim Würfelspiel, ja. Und das hatte ich tatsächlich gestern auch bekommen. Ich glaube, ja, doch, auf mein Battle Mage habe ich das bekommen, da hatte ich das Glück gehabt. Und 125 Stück sind schon ziemlich krass. Ich meine, das ist, wenn ihr 5-mal oder 5 Würfel mit Sanduhren habt, dann habt ihr dadurch schon mehr, als wenn ihr beim Serverstart irgendwo anfangt, weil da bekommt ihr ja nur 100. Nur 100. Und deswegen, um das mal zu vergleichen, wie krass das eigentlich ist, dass man 125 jetzt bekommt, wenn man 5-mal die Sanduhren würfelt. Ja, das ist ziemlich insane. Gut, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken hier, dass wir hier soweit alles fertig haben. Ich glaube, ich muss noch ein paar Arena-Angriffe machen.
Ja, wir sind aber noch gut in der Zeit. 4 Minuten, das ist noch okay, ja. Das ist noch okay, das kriegen wir noch hin. Das ist noch alles im Rahmen. So, wie Nudeln. Im Rahmen, ja, alles klar. So, wir skillen weiter auf Ausdauer hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Zack, zack, zack. So, Arena. Oh, okay. Ja, wir sind gut am Start. Nice. Haben wir das alles geschafft. 10 Arena-Kämpfe sind durch. So, Pets sind soweit auch fertig, glaube ich. Ja, ich habe hier irgendwie keine Früchte zum Skillen irgendwie. Glücksrad ist fertig. So, dann haben wir hier soweit alles durch. Die Quest kriege ich heute hier nicht mehr hin. Ja, das ist schade, aber ist so. So, jetzt müssen wir mal kurz auf den Battle Maze schauen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Alu rumzuliegen. Nehmen wir die Quest hier. So, und das hier. Dann sind wir hier soweit auch fertig. So, schnell noch hier mal noch einen Angriff machen. Hier auf dem Server bin ich jetzt nicht so hinterher, sag ich mal. Wenn ich jetzt hier nicht meine kompletten Angriffe durch habe, ist das nicht so wild. Ja, Glücksrad nehme ich hier aber schon mit auf dem Server. Und gefüttert habe ich hier auch schon soweit. Ja, Unterwelt haben wir fertig. Gut, gucken wir noch kurz hier auf den Berserker. Da sind wir auch durch soweit. Ja, ganz nice, ganz nice. So, alles durch. Hier auch fertig. Und der Dämonenjäger, da sind wir auch durch. Okay, das sieht ganz gut aus. Dann sind wir soweit erstmal durch und können uns jetzt erstmal um die Waffe kümmern, ja, und das mal genauer begutachten, was wir da bekommen haben. Den Kessel, so, hier drehe ich nicht am Glücksrad, das ist mir zu teuer auf dem Server. Dungeon nochmal einen Kampf machen hier, zack, okay, verloren. Alter, das ist heftig, ey. Es ist wieder eine alle Attributswaffe, was ziemlich schade ist, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil wenn ihr euch mal jetzt den Herzchenstab anguckt, das ist eine 3er-Attributswaffe und das wäre plus 312 auf die wesentlichen Attribute, ja. Ja gut, jetzt würden wir quasi so das gegen das tauschen, aber ja gut, ich meine, wir haben ja jetzt durch die ganzen Bugs, die leider passiert sind in dem Spiel, haben wir ja jetzt 3 Level tatsächlich gut gemacht. Und das in so kurzer Zeit, das wirkt sich dann natürlich auch auf die Items positiv aus. Man sieht es, plus 30 Stats haben wir da schon wieder hinzu gewonnen. Und der Flasher, den habe ich jetzt wirklich nicht allzu lange. So, und dann diese Waffe zu finden mit so einer heftigen Spanne, das ist krass, muss ich sagen. Und die wird natürlich auch ausgewechselt. Blitzschaden bleibt auch gleich, da haben wir nochmal 1% mehr, ist auch ganz cool, natürlich nicht wesentlich, aber ist besser als auf natürlich dieser Waffe hier, ne? Wo ich würde gerne den Blitzschaden hier behalten, plus die 3er-Attributswaffe, das wäre so gut gewesen, aber leider haben wir das nicht. Das wäre definitiv eine Waffe für die Ehrenhalle, also wenn ich meine Ehrenhallen-Taktik weiter verfolgen wollen würde, dann müsste ich theoretisch den Herzchenstab reinnehmen, aber ich habe, muss ich euch ehrlich gesagt sagen, keine Lust, 2 Waffen zu tragen. Einmal eine Waffe für die Dungeons und einmal eine Waffe für die Ehrenhalle. Deswegen, ja, werde ich das nicht machen und noch eine Zweitwaffe extra für die Ehrenhalle tragen. Das ist mir dann zu umständlich. Das ist mir dann auch nicht wert so. Ich investiere mein Geld dann in den Arena Manager und hoffe, dass ich dann so vielleicht passiv ein bisschen weiter aufsteige. Das ist genau das gleiche wie mit dem eigentlich auf Gold gehen, so, fällt mir auch schwer. Ich versuche immer so die besten Quests rauszupicken, ja, meistens sind es immer die kurzen und versuche da immer eine ganz gute Kombination zu führen. Aber wenn ich in der Ehrenhalle natürlich weiter nach oben wollen würde, dann müsste ich stur jetzt auf Gold gehen. Aber ich will auch trotzdem ein hohes Level haben und deswegen, ja, es ist ziemlich, ja, weiß ich nicht, ein ziemlicher Konflikt für mich so. Deswegen versuche ich da immer so einen Mittelweg zu finden, so ein bisschen hybridmäßig zu spielen. Aber auf jeden Fall, die Waffe ist ziemlich heftig. Und das werden wir jetzt auch ausrüsten hier. Attribut-Upgrade werden wir 5-mal verbessern. Zack. So, dann haben wir das schon mal. 230, ja, sind auch nochmal 5 Stats mehr im Vergleich zu der anderen Waffe. Und was haben wir für einen Edelstein? 1021 haben wir da. Da nehmen wir mal den Stein hier rein. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja. Das sind auch nochmal viele Stat-Punkte und verzaubern müssen wir das Gerät natürlich auch noch. Ja, diesmal haben wir sogar das Gold dafür. So, zack. Alter Schwede, das ist ein Upgrade, würde ich sagen, ja.
Und nochmal plus 68 Durchschnittsschaden mehr. Die Spanne ist so heftig von der Waffe. 4882. Uff. Also das ist eine wirklich sehr, sehr hohe Spanne. Und vor allen Dingen mein Magier kann natürlich davon jetzt auch wieder profitieren. Okay, ja, der hat natürlich auch eine Dingswaffe, eine Dreier-Attributswaffe drin. Aber ich kann nix sagen. So. Ich muss die Spanne, also die Spanne ist so heftig, ich muss die einfach austauschen. Blitzschaden ist auf der Waffe auch besser als auf der anderen Waffe jetzt von meinem Marquardt. Und ja, gut, alle Attribute ist nicht so nice, aber die Waffe ist trotzdem besser als die mein Marquardt jetzt drin hat. So, und ja, ich bin am Überlegen, ich könnte diese Waffe, aber es ist eigentlich nicht, das ist nicht wert. Ich hatte überlegt gehabt, ob ich diese Waffe ins Klo schmeiße, dass da eventuell eine andere Waffe rauskommt für einen Begleiter, für die Kunigunde eine schöne Dreier-Attributswaffe oder für den Bertram eine schöne Dreier-Attributswaffe. Aber das Ding ist, ich habe das 5-mal verzaubert. Heißt, wenn ich die durchs Klo spüle, dann hätte ich zwar vielleicht eine geile Waffe für den Bertram oder die Kunigunde, oder wenn ich Pech habe, bleibt die sogar für meinen Magier. Ne? Aber dadurch verliere ich alle Kristalle. So, das ist halt das Ding. Ich würde alle Kristalle verlieren für ja, eine Begleiterwaffe. Und das ist es mir, glaube ich, nicht wert. Ich glaube, eines Tages, wenn diese Waffen hier outdated, obwohl die sind schon outdated, dann müsste ich mal schauen, dass die Leute hier anstatt einer Epic-Waffe, so wie die Kunigunde, hier einfach einen normalen Bogen mit Geschick bekommt oder der Bertram eine normale Waffe mit Stärke drauf. Da muss ich vielleicht ein paar normale Waffen aus dem Shop vielleicht mal raussuchen, die kaufen und dann durch die Toilette spülen. Ich glaube, das wäre effizienter, aber hier das extra in die Toilette zu werfen, um ja vielleicht darauf zu hoffen, dass da eine gute Begleiterwaffe rauskommt, eine gute Epic-Begleiterwaffe. Ich glaube, da fahre ich dann lieber die Schiene, dass ich dann mir eine Attributs normale Waffe halt für meinen Bertram hier noch raussuche. Muss ich mal die Tage drauf achten, weil der kann jetzt auch einiges an Stat-Punkte wieder gewinnen. Die ist schon sehr, sehr alt, die Waffe hier. Und da haue ich dann auch noch einen schwarzen Edelstein rein. Dann ja, haben die anderen Attribute auch noch ein bisschen was, anstatt hier den Stärkestein drin zu lassen. Und ja, da muss ich mal die Tage auf jeden Fall mal nachsuchen und werde euch da auf jeden Fall auch informieren, wenn wir da eine Waffe gefunden haben. Deswegen diese Waffe hier werde ich jetzt zerlegen. Wir sagen jetzt zusammen Bye-bye zum Flasher. Er hat uns gute Dienste erwiesen und wir heilen uns jetzt die Kristalle ein. Weil sonst, wenn ich das Ding hier in die Toilette schmeiße, sind die ganzen Kristalle weg und das will ich nicht. Das sind einfach zu viele Kristalle. Ja, und das ist nicht wert. So, wir haben jetzt noch ein schönes Epic hier. Das werde ich jetzt hier erstmal noch in mein Epic-Fach reintun. Ja, der neue Tag ist auch angebrochen hier. Wir bekommen ein paar Seelen. Und ja, ziemlich krass, vor allen Dingen ziemlich lucky, so dass das jetzt gerade passiert ist. Und ja, wir sind jetzt ausgerüstet mit der goldenen Krücke. Auch einer meiner Lieblingsmagierwaffen, muss ich sagen, hatte ich vorher auch schon lange Zeit getragen. Und ja, die Spanne ist absolut heftig. Die ist absolut heftig, die Spanne. Ja. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann könnt ihr ja gerne eine Bewertung oder Kommentar dazu dalassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.